finde es extrem spannend, etwas zu entwickeln, und zwar von A bis Z. Nicht einfach irgendwo für eine Grossfirma irgendwo zu sitzen und halt einfach ein Rädchen zu sein, sondern von A bis Z etwas gestalten. Und das nach meinen Vorstellungen möglichst gerecht, möglichst fair und den Leuten können etwas vermitteln. Thomas Schwegler baut in Peru Kaffee an. Mit Erfolg. Seine Kaffeebohnen werden weltweit mit Bestnoten ausgezeichnet. Finanziell trägt sein Unternehmen noch keine großen Früchte. Trotzdem teilt er seinen Erfolg mit den Einheimischen. Was treibt ihn an? Davon handelt dieser Film. Ich passiere endlose Schotterwege, um zu Thomas Schwegler zu gelangen. Von Lima rauf auf 5000 Meter über die Anden. Runter Richtung Amazonasbecken. 15 Stunden dauert es, bis ich in Chanchamayo, einem der entlegensten Flecken Perus, ankomme. Auf Schweglers Farm. Der 44-Jährige kam zufällig zum Kaffee. 2005 reiste er für eine Non-Profit-Organisation nach Südamerika. Er unterstützte eine Kaffeekooperative, dann wurde er Kaffeehändler. Vor 7 Jahren entschied er sich selber, Kaffee anzupflanzen. Meine Frau hat mich irgendwann mal gefragt, ja, warum produzierst du eigentlich nicht selber Kaffee? Weil dann kannst du die Qualität steuern. Aber so eine Farm aufzubauen, das tönt so schön. Die Leute denken, ein riesiges Farmhaus, Hacienda. Und die Realität ist nicht so. Also was wir alles investieren müssen, und sind immer noch erst am Anfang. Er produziert Fairtrade-Kaffee, beliefert unter anderem ein Schweizer Luxuskaufhaus und eine Hotelkette. Das Sagen hier hat allerdings nicht Schwegler, sondern seine peruanische Frau Gisela. Der Kaffee ist sehr trocken. Er müsste zwischen 11 und 13 sein. Er hat 9,3. Er ist sehr trocken. Wir lagern ihn, dass er Feuchtigkeit aufnehmen kann, bis er auf 11 ist. Die Farm von Gisela und Thomas Schwegler ist gleichzeitig auch ihr Zuhause. Hier leben sie zusammen mit einem Teil der Angestellten sowie 10 Hunden. Schwegler ist für den Handel zuständig. Die Internetverbindung ist miserabel, das Abwickeln der Geschäfte deshalb mühsam. Besonders wenn wie jüngst eine Ladung Kaffee verschwindet. Und dann habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass unser Container genau auf dem Schiff ist, wo sie 2 Tonnen Kokain gefunden haben. Also einer der grösseren Funde. Und ich habe mit dem Röster geredet, der auch schon mal einen ähnlichen Fall hatte. Und der hat gesagt, sein Kaffee sei nie mehr angekommen. Und wir haben jetzt aber Glück. Ich habe jetzt gerade die E-Mail bekommen, dass der Kaffee aus dem Morgen in Bremerhaven ist. Und dann kann ich endlich Kunden beliefern. Die Hälfte des Jahres verbringt er in der Schweiz. Seine Frau ist immer hier. Deshalb besitzen sie so viele Hunde. Die geben ihr ein Gefühl von Sicherheit. Im Dorf höre ich nur Positives über Schwegler. Er setze sich immer wieder für die Region ein. Ist Chanchamayo seine neue Heimat geworden? Wir haben hier 2012 angefangen und Pionierarbeit geleistet. Es hat zum Teil noch keinen Weg gegeben. Die Nachbarn und Bauern haben zwar schon oben angebaut, haben aber nicht recht gewusst, wie sie den Kaffee runterbringen. Und wenn man etwas erschafft und in einer Gemeinschaft lebt, dann wird das schon... Ich finde, Heimat ein bisschen zu grosser Begriff.
Aber ich komme immer gerne hier hin. Ihm ist wichtig, dass die Einheimischen von seinem Erfolg profitieren. Als nächstes will Schwegler eine neue Schule bauen. Dafür macht er Werbung. Keine Schule? Wir haben Ferien. Kommt auch zum Treffen heute. Um 17 Uhr in der Schule, ja? Ja? Ein halbes Poulet. Es ist schon zerteilt. Perfekt. Ermia Bacharis ist die Besitzerin des Dorfladens, der zugleich auch ihre Wohnung ist. Ich mache gerne Brot. Aber es ist viel Arbeit, mit Holz zu feuern. Ich träume von einem Gas- oder Elektroofen. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass sie einmal studieren, dass sie vorwärts kommen und etwas aus ihrem Leben machen können. Nicht alle denken so wie die fünffache Mutter, erzählt mir Schwegler. Viele haben von dem Thema Bildung auch Angst. Und dann sind die Kinder vielleicht nicht mehr da, weil dann sind sie in der Stadt am Studieren. Und das weckt ja dann auch so ein bisschen Ängste. Also dass sie nachher eigentlich allein sind? Das ist auch eine Altersvorsorge. Die Kinder sorgen da für die Eltern, weil die Eltern haben nicht AHV. Er sei nicht primär Entwicklungshelfer, betont er immer wieder, sondern Geschäftsmann. Sein Fokus liege beim Aufbau seiner Kaffeemarke. Gerade wird die Süße der Kaffeebeeren geprüft. Denn Lied hat auch hier seine Frau. Der Wert ist sehr hoch, 23 Brix. Sie hat einen Chef-Gen, sagen wir es so. In dem Sinne vielleicht schon auch ein bisschen tougher. Sie kann sehr gut mit den Leuten umgehen und hat eine Linie. Ich bin mehr vielleicht so ein Teamplayer und auch in Peru ist es vielleicht für eine Peruanerin einfacher, die Leute zu führen wie für einen Schweizer. Kennengelernt haben sie sich 2008 in einem Club in Lima. Gar nicht schlecht. Sehr reif. Er war ein bisschen anstrengend. Anfangs hat er mir nicht besonders gefallen. Er war ein Freund eines Freundes. Wir haben ein bisschen geredet, aber verstanden haben wir uns nicht sonderlich. Nach ein paar Mal Treffen haben wir uns verliebt. Ich und mein Thomas mit den blauen Augen. Kinder, ein Thema? 2. Willst du nicht 3? 2 oder 3. Die Frage ist, wann? Kinder müssen warten. Der Aufbau der Firma hält sie zu sehr auf Trab. Die Straßen erschweren die Arbeit immens. Er zeigt mir eine, die während der Regenzeit glitschig sei wie Seife. Das Problem sind eigentlich primär die Kurven. Weil wenn du natürlich dort nicht rundherum kommst, du kannst nicht mit 1000 Kilo geladen auf die Kurve retour korrigieren. Du kannst vielleicht aufwärts gehen, aber abwärts geht es nicht, da kommt ein Druck von hinten. Da geht es hinten, man sieht es jetzt nicht, aber da geht es sehr steil durchab. Wenn natürlich die Bremse mal nicht mehr geht, dann stürzt es ab. Er will den Verantwortlichen für Straßenbau der Region von einer Sanierung überzeugen. An Geld fehle es der Region nicht. Aber Korruption sei in Peru ein großes Thema. Wir fahren zum Straßenbauverantwortlichen. Wo dieser wohnt, weiß Schwegler nicht genau.
Buenas tardes. Ich suche Herrn Edgar Montes. Edgar Montes. Señor Edgar Montes, no que está Er wohnt da weiter oben. más Weiter arriba. oben? Ja, fahren Sie da hoch. Dort ist sein Haus. Gracias. Danke, sehr nett. Muy amable. Haben Sie mit ihm keinen Termin abgemacht? Man macht da keinen Termin ab. Das gibt's nicht. Da gibt's Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Termin abmachen. Wir haben Glück und finden ihn. Zusammen mit seinem Schwiegervater. Hola. Hola. El famoso Edgar. Der berühmte Edgar Montes. Wir haben Sie überall gesucht, in der ganzen Gegend. En todo Miguel Grau. Gehen wir rein und trinken Kaffee. Podemos entrar. Gerne. Lo que nos preocupa Was uns Sorgen macht, ist der Zugang zu unserer Farm. Auch unsere Nachbarn, die Familien Gacay und Cosmen, leiden unter dem Zustand. Wie können wir Unterstützung beantragen? In der Regenzeit können wir den Kaffee nicht runtertransportieren. Letztes Jahr hatten wir große Verluste deswegen. Bist du morgen zu Hause? Ja, Morgen gehe ich nach Gallos, dann komme ich vorbei. einfach vor 16 Uhr. Um 9? Ja, Gut, um 9. Schwegler will konkrete Projekte realisieren. Einfach Geld zu spenden sei reine Symptombekämpfung. Wenn wir bessere Strassen haben, können die Leute mehr Kaffee produzieren, weil sie auch die Infrastruktur haben, um den Kaffee ins Tal runterzubringen. Und dann haben sie einen langfristigen Nutzen davon, indem sie nämlich mehr verkaufen können, mehr Einkommen haben und durch das dann mittelfristig ein besseres Leben haben oder mehr Optionen. wir sehen uns morgen um 9. Genau, danke. Ich bin überrascht, wie schnell sie sich auf einen Termin einigen. Was dieser wert ist, erfahre ich später. Ich erlebe Schwegler als sehr engagierten Schaffer. Diese Eigenschaft wird von den Einheimischen geschätzt. Alle mögen ihn. Er gibt jedem Arbeit, lehnt niemanden ab. Er ist wirklich so. Er ist wirklich einfach ein Guter. Nicht alle sehen in Schwegler nur den Guten. Viele auch den Goldesel. Das erzählt mir seine Frau, als wir am frühen Abend Richtung Schule fahren. Die Menschen denken, dass Thomas und ich reich sind. Aber das sind wir wirklich nicht. Aber das ist die Mentalität der Menschen hier. Die Sitzung heute ist deshalb wichtig. Wir wollen klarstellen, dass die neue Schule kein Geschäft, sondern etwas Gutes für die Kinder ist, für ihre Zukunft. Die Menschen hier wollen Geld. Sie versuchen, solche Situationen auszunutzen. Und das wollen wir nicht. Die Wände der Schule sind durchnässt. Sie kann jederzeit einstürzen. Schwegler ist der Initiator dieses Projekts. Seine Firma finanziert einen Teil der neuen Schule, der andere Teil soll über Spenden zusammenkommen. Wir möchten wissen, was eure Erwartungen und Hoffnungen sind für die neue Schule. Wir bekommen von niemandem Unterstützung. Wenn ihr uns helfen könnt, sind wir euch sehr dankbar. Zum Treffen sind nur Frauen und Kinder gekommen. Angesprochen wären aber vor allem die Männer. Väter können helfen, die Schule zu bauen. Wir bringen das Geld, sie packen mit an. Nur zusammen können wir etwas bewirken. Thomas und ich sind nicht in der Lage, Löhne zu zahlen. Das liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Das Projekt liegt der 33-Jährigen am Herzen.
Sie kommt selber aus einfachsten Verhältnissen, konnte nur die Grundschule besuchen. Als ich sah, hier wird etwas benötigt, wollte ich etwas bewirken. Die Kinder sollen nicht das Gleiche erleben wie ich. Sie sollen das haben, was ich nie hatte. Im Regenwald herrscht bereits emsiges Treiben. Nur bei Schweglers geht es noch ruhig zu und her. Komm, steh endlich auf. Aus diesem Schlauch kommt das einzige Wasser, umgeleitet vom Bach. Während der Regenzeit ist es braun. In der Nacht wird Schwegler oft von Ratten geweckt. Dass ein Produzent von Spitzenkaffee so wohnt, überrascht mich. Es ist entschleunigend im Vergleich zum Leben in der Schweiz. Man ist echt fokussierter, weil man weniger Ablenkung hat. Sei das durch Anrufe, durch Internet, durch Fernsehen. Man wird so ein bisschen geerdeter und das tut gut. Es ist aber auch anstrengend und manchmal fehlt mir der Komfort in der Schweiz. Schwegler studierte Betriebsökonomie und baute ein internationales Netzwerk von Produzenten, Importeuren, Exporteuren und Röstern auf. Jetzt ist er Kaffeefarmer und zahlt sich pro Monat 4.000 Franken aus. In der Schweiz könnte er als Betriebsökonom ein Vielfaches verdienen. Es geht halt alles nicht von heute auf morgen. So eine Firma aufbauen braucht extrem viel Geduld und Schnuff und finanzielle Risiken auch. Und da haben wir noch sicher einige Jahre auch abzuzahlen. An diesem Morgen bekommen die Arbeiter ihr Geld. Schwegler hat sein ganzes Erspartes in diese Firma gesteckt und zusammen mit Investoren seinen Traum von einer eigenen Kaffeefarm realisiert. Es hat schon wirklich Phasen gegeben, wo ich nicht gewusst habe, wie die Rechnungen noch zahlen. Aber ich bin ja nie so ganz total dann zusammengebrochen. Vielleicht eben, weil ich von Natur aus ein positiver Mensch bin und weil ich einfach zu fest geglaubt habe, dass es funktioniert, was wir machen. Und es gibt immer Lösungen. Ich hatte einen sehr schwierigen Moment gehabt. Und wenn man dort dann probiert, souverän zu bleiben oder das durchzustehen, dann gehen wieder andere Türen auf. Die Tür zum Straßenprojekt bleibt heute wohl zu. Um 9 Uhr hätte er kommen. Genau. Gut, wenn er jetzt kommen würde, wäre ja noch. Das wäre ja ein Wunder. 9:45. Das wäre natürlich absolut pünktlich. Das haben Sie schnell lernen in Peru, dass die Tour etwas anders tickt. Das weisst du natürlich da, 9 Uhr. Das ist für den Begriff, der hat nicht eine Agenda und schreibt sich 9 Uhr ein. Der steht einfach am Morgen auf und ich weiss jetzt nicht, ob er das da noch auf seinem Radar hat. Vielleicht haben wir Glück und er kommt heute noch vorbei. Und sonst müssen wir dann noch mal zu ihm runter. Und das Ganze vielleicht dann noch 2-3 Mal und irgendwann mal steht er dann sicher da. Mit dieser Hartnäckigkeit hat er schon einiges erreicht. Die Gesamtqualität seines Kaffees wird mit bis zu 87 von 100 Punkten eingestuft. Er hat schon einige Preise gewonnen. Im Kaffeemarkt zu überleben sei trotzdem ein Kampf. Willst du Brot von unserem Anbau? Gerne. Hier noch Mandarinen. Auch von deinem Anbau?
Nein, die haben wir auch bekommen. Das ist genug, sehr nett. Ups. Ja, die Gastfreundschaft ist natürlich einmalig in Peru. Also, Wenn Sie auch mögen. wenn sie einem mögen, ja. Und meistens mögen sie einem. Wenn mögen Sie einem nicht. Ich weiss es nicht, ich bin nicht so ein Streiter. Ich bin eigentlich ein harmonischer Mensch. Es gibt immer vielleicht mal Situationen, wo es nicht geht. Aber Ich meine, es ist das Killer-Argument, ein Businessman zu werden, wenn man nicht gerne streitet. das musste ich ein bisschen lernen. Ich bin immer gerne mit allen ausgekommen. Und es gibt im Geschäftsleben immer wieder Situationen, die einfach entstehen, wo man sich missversteht, wo man sich betrogen fühlt und wo man muss streiten, wo man muss kämpfen, dass man nicht verliert. Senora Vicky, Ich dachte, es sei näher. Ja, es ist weit. Ich bin vor Hitze fast gestorben. Ja, mira, Schau, hier ist die Hose kaputt. Eine Firma in einem fremden Land von Null an aufzubauen und sich gleichzeitig für die Region einzusetzen. Mich beeindruckt sein Engagement. Es ist wichtig für mich, einmal von dieser Welt zu gehen und zu sagen, du hast im ganz kleinen Rahmen vielleicht etwas Positives beitragen. Ich glaube, Menschen sind nur glücklich, wenn sie auch ein Gegenüber haben, wenn man austauschen kann, wenn man andere Leute etwas beitragen kann. Ich glaube, alles andere ist vielleicht schön und bequem. Aber ob es dann langfristig erfüllend ist, habe ich meine Zweifel. Was macht das? 3 soles. 3 soles. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ciao. Nos vemos. Gracias. Die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Das ist ihm zweifellos gelungen. Ich bin gespannt, wohin ihn sein Weg noch führt. Pues ahorita subimos.